In diesem Video zeige ich dir einige neue Best Practices für Pinterest. Ja, wie jede andere Social Media Plattform, und Pinterest ist noch nicht mal eine, ist es aber so, dass die Dinge sich ändern. Immer, zu jeder Zeit, heute so, morgen so. Google gibt neue Updates raus, Instagram hat neue Features, Facebook stellt den Algorithmus um. Ja, und so macht Pinterest das auch. Pinterest ist eine Suchmaschine, keine Social Media Plattform, aber offensichtlich will Pinterest mehr und mehr eine Social Media Plattform werden. Deswegen gibt es jetzt so einige Sachen, die dafür sprechen, dass es darauf hinausläuft. Nichtsdestotrotz gibt es 3 wichtige Sachen, 3 wichtige Updates, die ich jetzt hier mit dir teilen möchte und von denen ich dir erzählen möchte und die du unbedingt in dein Pinterest-Marketing einfließen lassen solltest. Erstens, du solltest nicht dein Bild immer und immer wieder posten. Früher war das ja mal so, dass man durchaus dasselbe Bild immer wieder posten konnte, am besten auf verschiedene Boards, damit das verschiedene Leute erreicht und damit man vielleicht noch den einen oder anderen abfängt und mehr Traffic bekommt oder durch eine Beschreibung doch mal irgendwo anders angezeigt. Heute nein, heute ist das nicht mehr so. Heute ist es so, dass du frische Inhalte posten musst, damit Pinterest glücklich ist. Ja, also, ja, Pinterest ist nicht mehr glücklich damit, wenn du immer wieder dieselben Bilder postest, zu immer wieder denselben Blogpost. Wenn du dagegen hingehst und für einen Blogpost 20 Bilder erstellst, dann kannst du die immer wieder reinposten und auf dieselbe URL verlinken, was natürlich auch irgendwo Sinn macht, wenn wir ehrlich sind. Ne? Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch spricht was anderes an. Und deswegen ist es ja gar keine so schlechte Idee, wenn man immer wieder neue visuelle Reize gibt sozusagen. Ja, also wenn du 20 Bilder für einen Blogpost erstellst, besteht natürlich die Chance, dass du viel mehr Menschen ansprichst, als wenn du nur 1 oder 2 Bilder für einen Blogpost postest. Ja, deswegen dieselben Bilder, das geht heute nicht mehr, immer wieder neue Bilder, aber durchaus für denselben Blogpost. Zweitens, heute posten wir nur noch 2, 3, 4, 5 Bilder am Tag. Ja, das nimmt doch erstmal den Druck, oder? Früher war es so, dass ich spreche von vor einem Jahr oder vielleicht 2, da war es noch so, dass wir auch gut und gerne mal 100 Pins bei Pinterest reingepostet haben mit einem Affiliate-Link und immer wieder dieselben. Ne? Also man hat Bilder von Amazon genommen, hat die mit einem Pinterest-Link, also mit einem Affiliate-Link versehen und bei Pinterest reingepinnt. Und wenn man Kopfhörer eingegeben hat, dann wurde man von 1 Million Apple AirPods erschlagen. So ist das heute nicht mehr. Also so sollte es heute nicht mehr sein. Du kannst natürlich immer noch Affiliate-Links reinpacken. Das ist noch erlaubt. Ja, es war mal einmal erlaubt, dann war es nicht erlaubt, dann war es wieder erlaubt. Es ist immer noch erlaubt, aber du solltest nicht so viele Bilder reinposten. Also 2, 3, 4, 5 Bilder am Tag, das genügt völlig. Ja? Deswegen hat wahrscheinlich auch Tailwind seine komplette Struktur geändert und ist hingegangen und hat gesagt, okay, nicht mehr unlimited, ja, ihr dürft nicht mehr unlimited reinposten, sondern nur noch pro Monat, je nach Account oder je nach Plan, 400 oder 200 Bilder, was immer noch eine Menge ist, nicht wahr? Aber wie gesagt, früher gab es auch gut und gerne mal 100 oder 150 am Tag. Ja? Okay, können wir uns darauf einstellen, ne? Und es geht darum, wie gesagt, frische Inhalte reinzuposten. Also, wenn du einen Post machst, geht es darum, dass du ein Bild erstellst, was halt ansprechend ist und nicht mehr irgendeins und nicht mehr den 100. AirPod von Apple da rein, ja? Nur um bei einem Beispiel zu bleiben. Also, es geht darum, neue Inhalte zu erstellen. Wenn du so einen AirPod hast und das Ganze immer wieder fotografierst auf eine andere Art und Weise oder dich mit diesen Dingern immer wieder neu fotografierst, ja, let's go. Aber bitte nicht immer wieder das Produktbild immer wieder neu reinposten. Dann sind auch 5 Bilder irgendwie, verschwendet, ne? Weil dann wird es nur durch Zufall sein, dass jemand auf dein Bild klickt. Deswegen eigene Bilder erstellen, 3 bis 5 am Tag und mehr gar nicht und immer wieder frische Inhalte bei Pinterest reinposten. Drittens, heute wird noch viel, viel mehr Wert auf SEO gelegt. SEO, Search Engine Optimization, heißt, dass
wenn man einen Suchbegriff oben eingibt, dass dann bestimmte Sachen rausgeworfen werden. Und wie soll Pinterest dein Bild lesen, ne? Also die Suchmaschinen können einiges, ja, das gebe ich zu, aber Bilder lesen, naja, begrenzt, ne? Deswegen ist es eine gute Idee, nicht nur den Pin gut zu beschreiben, sondern natürlich auch die Keywörter zu dem Pin einzugeben, ne? Also angenommen, du möchtest jetzt AirPods bewerben, dann würdest du in der Beschreibung des Pins eben dieses Keyword erwähnen, ne? So kann man darauf hinweisen, worum es in dem Bild eigentlich geht, ne? Oder auf Reisen, also AirPods auf Reisen, dann würde man vielleicht noch Reisen als weiteres Keyword eingeben. Also es geht darum, dein SEO, dein Board, dein Pin sehr gut zu beschreiben und auch für SEO zu optimieren. Deswegen Vorsicht mit zu vielen Keywörtern. Wenn du ein Board Reisen hast, dann poste da bitte auch nur Pins rund um Reisen oder wie du gerade selber reist oder welches Produkt du auf einer Reise verwendest. Aber denk immer daran, es geht um Reisen und erst dann um das Produkt, was du da pinnst. Ja. Auch hier gilt wieder, bleiben wir dabei, 3 bis 5 am Tag, nicht mehr. Ne? Reicht völlig. Wenn du die postest, sind das immer noch 150 im Monat, da kommt man ganz gut mit hin. Und da kann man auch ja eigentlich richtig viel bei Pinterest reinposten und da bekommt man auch richtig viel Traffic auf seine Seite. Ich hoffe, diese Tipps haben dir gefallen und die helfen dir vor allen Dingen auch, dein Pinterest-Marketing gut zu gestalten und neue Kunden zu gewinnen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wenn wir immer wieder ein neues Video posten und ein Like nachgibst. Bis zum nächsten Video. Tschüss!